Rund ums Geld. Welche Investmentstrategie passt zu mir? In die Zukunft investieren ist ganz einfach. Mit der richtigen Strategie. Worin soll ich mein Geld veranlagen? Das kommt auf ein paar Faktoren an. Was sind Ihre Sparziele? Wollen Sie schnelle Ergebnisse oder kontinuierliches Wachstum? Und wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen? Je nach Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen können Wertpapiere eine sinnvolle Ergänzung zum Sparbuch sein oder eine Alternative. Wie viel Geld brauche ich eigentlich zum Veranlagen? Man kann schon mit kleinen Beträgen veranlagen und natürlich auch mit größeren, einmalig oder regelmäßig. Fonds sparen können Sie zum Beispiel ab 50 € im Monat. Dabei können Sie auf Ihr Geld zugreifen, wenn Sie es brauchen und bleiben so flexibel. Welche Anlageformen gibt es überhaupt? Die bekanntesten Anlageformen sind Aktien und Anleihen. Eine andere bekannte Anlageform sind Fonds. Mit einer Aktie kauft man sich Anteile an einem börsennotierten Unternehmen, wie zum Beispiel von Apple oder der Erste Group. Man profitiert, wenn der Kurs der Aktie steigt. Sinkt jedoch der Aktienkurs, sinkt auch der Wert der Unternehmensanteile, die man besitzt. Zusätzlich zahlen viele Unternehmen jährliche Gewinnausschüttungen aus. Das nennt man Dividende. Und bei Anleihen? Anleihen werden als verzinste Wertpapiere bezeichnet. Mit Anleihen leiht man Geld an Länder oder Unternehmen. Diese verpflichten sich dafür jährlich, einen bestimmten Zinssatz zu zahlen. Diese Zinszahlung heißt Coupon. Am Ende der festgesetzten Laufzeit erhält man das eingebrachte Kapital wieder zurück. Gibt es Anlageformen mit weniger Risiko? Grundsätzlich kann jeder sein Risiko beim Veranlagen gut selbst minimieren. Die wichtigste Faustregel dafür lautet, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das bedeutet, dass man sein Geld auf verschiedene Anlageformen, Themen oder Unternehmen aufteilt. Das nennt man Diversifikation. Auch ein Fonds ist eine Alternative für alle, die ihr Risiko streuen wollen. In einem Fonds legen viele Anlegerinnen und Anleger ihr Geld zusammen. Experten und Expertinnen, sogenannte Fondsmanager, bündeln diese Gelder und investieren in Aktien, Anleihen, Immobilien und noch viel mehr. Die erzielten Erträge werden ausbezahlt oder wieder veranlagt. So können alle profitieren. Bereit in die Zukunft zu investieren mit der richtigen Investmentstrategie. Das Veranlagen in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken. Erste Bank und Sparkasse.